meine guten Freunde, hier ist wieder euer Tobi von TobiiVideos und wir zocken heute ein neues kleines Horror-Let's Play bei mir hier. Und zwar spielen wir The Park. Ja, The Park, da geht es um einen alten, verlassenen Freizeitpark, in dem wir uns rumtreiben. Was genau passiert, das werdet ihr dann schon sehen. So viel will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Grusel haben und genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ich will jetzt gar nicht lang quatschen, weil wir hatten lange kein Horror-Let's Play mehr auf meinem Channel. Ja, deshalb gehen wir es jetzt einfach an zusammen, ne? Oder was sagt ihr? Wir probieren es einfach. New Game. The park is a narrative experience best played in a dark room wearing headphones. Hammer off, dark room. Also, narrative. It deals with subjects matters that maybe... Entschuldigung, ich konnte jetzt gar nicht so schnell lesen. Es tut mir leid. Loading, the park. Aber wir haben auf jeden Fall alles erfüllt. Wir sind in einem dunklen Raum. Zumindest, ich muss ja ein bisschen Licht machen, sonst erkennt man mich ja nicht. Headphones haben wir off. Und wir werden das jetzt zusammen hier durchzocken. Wir gehen das jetzt an. Ich bin echt gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie ich mit meinen Englischkünsten klarkomme. Das wird auch toll. Funcom presents. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. The Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Okay, also wir sind im Atlantic Island Park. So wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Und wir sind hier mit unserem Sohn, dem kleinen Gollum. Ich nenne ihn Gollum. Kommt irgendwie besser, habe ich so das Gefühl. Wir spielen anscheinend die Frau Mutter von dem Kleinen. Und ich habe jetzt versucht, die Mausempfindlichkeit ein bisschen hochzudrehen. Ist mir trotzdem noch ziemlich langsam. Rennen können wir nicht, wir können nur so laufen. So. Also der Park ist... Okay, der Park scheint geschlossen zu sein. Sind hier irgendwo Atlantic Island Park? Sagt mir jetzt auch nicht wirklich was. Also Hintergrundinformationen habe ich jetzt nicht. Interact with objects. Examine block. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Also Gollum wurde an dem Tag geboren, als dieser Park hier aufgemacht hat. Atlantic Island Park, a tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathalian winter to life. Okay. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all of those who follow after. Dedicated this first day of May 1977, James B. Longley. Alles klar, also der Park wurde im... Also das soll ein Tribut sein. Also Tribut soll den Leuten gezollt werden. Dem Herzen erstmal von Solomon Island. Wahrscheinlich steht der Park hier drauf. Kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Und den Menschen, welche ihr Talent dazu genutzt haben, um den Traum von Natalie Winter zum Leben zu erwecken. Vielleicht, ja, der Park soll ein Platz sein, wo Freude und Lachen ja, vorherrschend sind und alle sollen davon angesteckt werden, welche halt sozusagen den Park besuchen. So sinngemäß kann man das sagen. So. Nee, ich wollte das jetzt... Ich kann gar nicht mehr laufen. Was ist denn hier los? Hallo? Ja, gut.
Mein Kollege läuft nicht mehr, warum auch immer. Hallo? Komisch, jetzt geht's. Ganz, ganz komisch. Information. What? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Okay, also wir sind Lorraine und dieser Typ scheint uns ziemlich gut zu kennen, denke ich. Und unser Sohn ist jetzt wieder in den Park gerannt. Der hat uns jetzt die Tore wieder aufgemacht, nur das hier ist zu. Wait up there for Mommy, Callum. Over here. Komisch ist, wenn ich rufe. Wait for Mommy, Callum. Catch me, Mommy. Okay, der will also, dass wir ihn fangen. Wir sind jetzt hier im Park. Errungenschaft freigeschalten. Welcome to the Park. Seht ihr jetzt gerade nicht? Steht bei mir gerade unten. Atlantic Island Park. Nathalian Winter. Welcomes you to Atlantic Island Park. Ich würde am liebsten jetzt wieder rausgehen, aber die Tore wurden gerade alle geschlossen. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal in den Park. Also ich finde das ja toll, wie man hier mit dieser Rolltreppe reinfährt. Auf der wir jetzt There's stehen. something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Okay. Immer ist Nacht. Ich hatte irgendwie gehofft, auf einmal sieht ja alles nicht mehr so toll aus, alles verwuchert. Ich hatte irgendwie gehofft, dass später... The park. What happened here? Jetzt sind wir wirklich in einem alten, stillgelegten Freizeitpark und es ist noch Nacht. Also Dinge, die man einfach nicht will. Nachts in einem stillgelegten... Aber wir können doch rennen. Okay. Kann ich hier mit der... It's easy to get lost here. Also. Wir sind jetzt in der... Ich kann es nicht lesen, doch. Sideshow ALLE. Es gibt The House of Horrors. Dann gibt es hier, was ist? Tunnel of Tales. Wir haben hier den Rollercoaster. Pumper Cars. Ferris Wheel and Octodron. Also Pumper Cars ist hier Autoscooter. So, und dann die Entrance. Konnte ich hier jetzt noch was klicken? Nö, gut, war nur Licht. Haben wir eine Taschenlampe oder sowas? So F-Flashlight irgendwie? Nö. Not really. You Ne, can't catch me. da ist er doch. Warum kann ich jetzt nicht rennen? Callum! Ich sehe ihn davon noch rennen und da verschwindet er im Nebel. Ne, da hinten rennt er noch. Oder? Habe ich ihn ja noch gesehen? Das sieht mir ja aus wie das Haus of... Die House of Horror. Mommy needs to see you, Callum. Come on, this way. Which way? Aha. Können wir hier rein? Alter, ist das arschdunkel. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ach so, wir müssen erst eine Taschenlampe finden. Where are you? This way, Mommy. Which way?
Okay, also ins Horrorhaus dürfen wir noch nicht rein. Weil wir noch keine Taschenlampe haben. Bitte traurig. Wäre ich jetzt gern gleich als erstes rein. Da hätten wir es nämlich weg gehabt. Verdammt. Ich habe auch gerade gesehen, bei uns hat es hier gerade geladen. Irgendwas. Stop! Callum! Over here! Also es ist schon eine ganz düstere Atmosphäre. Examine shoe. I think this belongs to Callum. Irgendwas stimmt mit der Maus nicht. Ich kann hier nur ganz langsam drehen. Okay. Ist das oder was ist das? Examine plug. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Okay. Besoffener Kerl in einem Anzug. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Chad can be seen in daily ice. Was ist das? Skyping shows in the following locations: 11 EM Sideshow LA, 1 PM the Octotron, and 3 PM Park entrance. Chad the Chipmunk worst in class. Chad can't even see the pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead end job. Chad will die a useless slob. Ein schönes Gedicht. Warum hat er jetzt das getan? Okay. Sehr interessant, ne? Chad the Chipmunk. Mal sehen, was wir noch über den in Erfahrung bringen können. Also das scheint mir nicht koscherer Bursche zu sein. What is this about? Purchase the land on Solomon Island for a pittance. Ich kann das ganz schlecht lesen. Ich guck mal hier. I might add whatever old Archie Henderson did to the locals. Just the mention of his name had people slamming doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. May lawyers had arranged everything at once, but the realtor still had come and delivered the keys to me personally. He took it upon himself to offer me another warming. I don't know what you're planning to do with this land, Mr. Winter, but the soil here is bitter with a curse carried from the old country. Old man Henderson, he did terrible dark things, the land remembers, sir. I dismissed him shortly afterwards, mostly amused by the pathetic attempts at warming me off. I have a great vision for this place and the will to see that vision through to the very end. Atlantic Island Park, the name is perfect and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Also, der gute Mann, der diesen Park hier errichtet hat, hat halt die Schlüssel, ja, hat halt das Land gekauft und von einem gewissen Archie Henderson, und der hat ihm halt gesagt, dass es hier um dieses Land alte Geschichten gibt, böse Geschichten, und das hat aber den Besitzer von dem Park nicht davon abbringen können, diesen Park zu eröffnen, zu bauen und seinen Traum zu verwirklichen. Mir ging übrigens die ganze Zeit das Gelaber von dem Ding hier oben auf dem Sack. Jetzt ist ja schön ruhig. Das ist ja schon mal toll. Wir haben wieder ein Ladescreen. Ich gucke hier auch nicht, dass ich irgendwas übersehe. Das ist mir sehr wichtig. Was ist denn das hier? Müll? Oder Steine? Ich kann es nicht richtig deuten.
ganz creepy lache. So, was sind wir? Tunnel of Tales. Da kommt ein Schwan. Come on, Mommy. Where are you? Ach. Wir müssen also in den Tunnel of Tales. Will ich das denn? Callum, stay where you are. Ich könnte mal noch was machen. Ganz kurz. Ich gehe mal noch fix zu den Settings. Und könnte ja... Nö, das scheint nicht zu gehen. Bei der Steuerung kann ich da was machen. Gameplay. Ich gehe mal hier ein Stück höher. Okay. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Ja, natürlich. Jetzt geht das doch schon. So, und dieser Schwan scheint hier auf uns zu warten. White Swan. Dann hinein in den Schwan. Jetzt fahren wir hier sogar ein bisschen auf dem See. Ich hasse sowas, wenn man sich nicht wehren kann. Und zurücksehen können wir auch nicht. Hier liegt schon ein Schwan. Toll. Tunnel of Tales. Schön in diesen Stein hier reingebaut. Dann wollen wir uns das doch mal angucken. Was hier so abgeht. Ich versuche irgendwie so ein bisschen... ja, gut drauf zu sein, ne, um diese Angst so ein bisschen zu unterdrücken. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. Oh. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you Callum, fool. where did you go? Callum, where did you go? Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Es ist schon richtig creepy, dass der Park eigentlich geschlossen hat und hier diese ganzen Lichter noch funktionieren. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Okay, habt ihr den auch gesehen? After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Okay, ich habe jetzt ein bisschen... In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Ich hasse dieses Gefühl, was man kriegt, wenn man so Hansel Schauer broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Mist. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Oh.
little mouse. Who's nibbling at my house? Niemand. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Also ich bin ja froh, dass hier immer so ein bisschen Licht reinkommt. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Super. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Genau. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Schön, ja. Das war mir neu. Okay, also das mit dem Eichhörnchen war definitiv creepy. Und das Ende war... Ich wollte gerade sagen, das Ende war einfallsreich. Und das, was mit der Schwan jetzt hier gemacht hat, das war creepy. Dürfen wir jetzt aussteigen, oder? Bitte?